Nawal Kishore Sharma ist das Staatsoberhaupt von über 60 Millionen Indern im Bundesstaat Gujarat. Am 30. Januar 2006 besucht der Gouverneur eine UNO-Konferenz in Gandhinagar. Während des Festaktes verleiht Gouverneur Sharma Grete Häusler im Namen der UNO eine hohe Auszeichnung für ihr Engagement für die Lehre Bruno Grönings und für den Weltfrieden. Der Bruno-Gröning-Freundeskreis wurde 1979 von Grete Häusler gegründet. Sie wollte den notleidenden Menschen die Möglichkeit bieten, Hilfe und Heilung auf geistigem Wege durch die Lehre Bruno Grönings zu erlangen. Zunächst waren es nur einige wenige, doch mittlerweile ist der Bruno-Gröning-Freundeskreis eine der größten weltweit tätigen Vereinigungen zur Heilung auf geistigem Wege. Von Anfang an wurde viel Wert auf die korrekte Aufnahme von Erfolgsberichten gelegt. Seit 1986 befassen sich auch Ärzte mit dieser Arbeit. 1992 wurde dann eine medizinisch-wissenschaftliche Fachgruppe gegründet, der unterdessen mehrere tausend Ärzte, Heilpraktiker und andere Heilberufler angehören. Dieses internationale Forum hat sich zur Aufgabe gemacht, Heilungen, die auf geistigem Wege geschehen, nach streng wissenschaftlichen Kriterien zu analysieren, zu verifizieren und zu dokumentieren. Ich ging dann zu dieser Einführung mit meiner Nachbarin. Ich ging humpelnd hin und laufend raus. Und als meine Nachbarin das sah, sagte sie, ja, Frau Fischer, Sie laufen ja. Ja, sage ich, ja, ich habe keine Schmerzen mehr. Und einige Tage vorher erhielt ich die Röntgenaufnahmen. Der Arzt hat sie angeschaut und mit den vorhergehenden verglichen und konnte es nicht glauben. Er schaute sich die Aufnahme nochmals an und sagte, Freund, du bist geheilt. Das ist unglaublich. Innerhalb von 3 Monaten war dieser ganze Schmerz, dieses ganze Unbehagen verschwunden. Und meine Frau ist geheilt. Ich danke Gott. Das Einstellen hat mich sehr begeistert. Und als Ärztin fand ich, dass es sehr wichtig war, diese Lehre unter den Menschen zu verbreiten. In meinen Augen hat Bruno Gröning sehr gesunde Dinge gelehrt. Wir haben gesehen, dass Menschen, die da saßen und seinen Vortrag anhörten, eine Heilung erfuhren, nur weil sie dem, was er sagte, zugehört haben. Und durch den Einfluss, den das auf ihre eigenen Überzeugungen hatte. Dies sind sehr, sehr kraftvolle Ideen und es ist wichtig, sie anzuerkennen. In New York wird dem Bruno Gröning Freundeskreis im Mai 2013 eine ganz besondere Ehrung zuteil. In der ökumenischen Tillman Chapel der UN verleiht die World Peace Prayer Society Dieter Häusler stellvertretend für den Freundeskreis den Peace Pole Award. Eine Auszeichnung, mit der in der Vergangenheit unter anderem so bedeutende Persönlichkeiten wie die Friedensnobelpreisträger Mutter Teresa und Dalai Lama sowie Papst Johannes Paul II. Geehrt wurden. Good afternoon, everyone. Welcome to the United Nations. Die World Peace Prayer Society, kurz WPPS, ist eine an die Vereinten Nationen angegliederte Nichtregierungsorganisation und hat sich zum Ziel gesetzt, unter dem Motto »Möge Friede auf Erden sein«, die Menschen aller Länder zusammenzubringen. Den Preis überreicht die UN-Repräsentantin der WPPS, Reverend Deborah Moldo. Es ist etwas ganz Besonderes und sehr angemessen, dass die Freunde Bruno Grönings hier sind. Gerade jetzt in dieser Zeit, die der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon die Zeit des großen Wandels genannt hat. Wenn unser Körper heil ist, nennen wir es Gesundheit. Und wenn unsere Welt heil ist, nennen wir es Frieden. Und indem wir uns selbst heilen, heilen wir unsere Welt. Es ist mir eine Ehre,
den Freunden Bruno Grönings heute einen Peace Pole zu verleihen. Und so möchte ich mit Dankbarkeit für die schöne, selbstlose Arbeit der Bruno Gröning-Freunde diesen Peace Pole im Namen der World Peace Prayer Society überreichen an Dieter Häusler und Susanne Reuss. Dieter Häusler and Susanne Reuss. Thank you so much. Thank you so much. Ich sehe es als ein Zeichen für Bruno Gröning und seine Arbeit. Und ich sehe es als ein Zeichen für alle Freunde, seine Arbeit fortzusetzen, Frieden, Liebe und Gesundheit auf der Erde zu verbreiten. Ich danke Ihnen sehr. Thank you so very much. Thank you very much.